Ich bin Christina Holste, komme aus Frehn, einem kleinen Ort aus dem Münsterland und koche heute in der Küche meiner Eltern auf dem Hof. Für die Kohlrabi-Cremesuppe braucht ihr einen Bund Frühlingszwiebeln. Den könnt ihr gleich in feine Ringe schneiden und einmal waschen. Dann benötigen wir 150 Gramm mehlig kochende Kartoffeln. Das ist jetzt für diese Suppe wichtig, dass die einfach auch schön sämig wird später. Dann brauchen wir 400 Gramm Kohlrabi. Den können wir mal einmal kurz auf die Waage legen. Meistens hat so ein Kopf in dieser Größe so um die 500-600 Gramm. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn die Schale ab ist. Und dass auch 50 Gramm mehr sind, das spielt in so einer Suppe gar keine Rolle. Da braucht ihr euch keinen Kopf machen. Da könnt ihr einfach einen Kopf nehmen und dann seid ihr fertig. Und 150 Gramm Knollensellerie. Da schneiden wir jetzt einfach vorne mal ein Stück ab. Da haben wir 150 Gramm. Das passt perfekt. Dann könnt ihr die Lauchzwiebeln zusammenlegen. Wichtig noch einmal, wenn ihr schneidet, ist, dass man vielleicht die Handfläche so oben auflegt, dass die Finger, wenn man mal abrutscht mit dem Messer, dann rutscht das Messer immer am Fingerrücken vorbei. So hat man nie die Gefahr, dass man sich in den Finger schneidet. Ich bin am Heulen. Die ist auf jeden Fall frisch. Dann füllen wir die Frühlingszwiebeln einmal einfach in so ein einfaches Küchensieb. Dann brausen wir die einmal kurz ab. Weiter mit den Kartoffeln. Die können wir schon mal schälen. Dann könnt ihr direkt weitermachen, auch mit dem Sellerie. Das nennt sich in der Hauswirtschaft Serienarbeit, sodass wir erst einmal alles schälen und dann alles später klein schneiden. Das heißt, man macht immer erst einen Arbeitsschritt fertig und fängt dann den nächsten an. Bei dem Knollensellerie, den teilt einfach in so kleinen Vierteln. Dann macht es euch leichter. So könnt ihr einfach außen die Schale abschneiden. Dann haben wir unseren Kohlrabi. Hier ist nochmal ganz interessant, wenn ihr darauf achtet und einen frischen Kohlrabi erwischt, dass das Laub noch schön ist, dann kann man dieses Grün vom Kohlrabi auch einfach zur Seite legen. Wir können es nachher mit waschen und das kann man dann zum Garnieren noch verwenden. Jetzt kommt immer beim Kohlrabi die interessante Stelle. Das ist hier unten. Manchmal zeigt sich, dass er da so ein bisschen holzig ist. Da muss man dann auch zusehen, dass man diese Stellen mit wegbekommt. Hier sieht man das ganz gut, dass da ein wenig holzig ist. Die sind nämlich, naja, hart. Also alles, was man verwendet, sollte schön weich sein. Dann schneiden wir das Ganze in grobe Würfel, so in dieser Größe, das reicht. Das wird ja noch gekocht und später auch püriert. Die Frühlingszwiebeln auch hinzugeben und das Ganze 5 Minuten im Topf ein wenig anbraten. In dieser Zeit könnt ihr euch schon mal 750 Milliliter Brühe abfüllen. Ich habe jetzt einfach normales Wasser und selbstgemachte Brühe genommen. Die enthält einfach Suppengrün und Salz. Davon gebe ich jetzt ungefähr einen Esslöffel auf diese 750 Milliliter und verrühre die. Weiterhin könnt ihr das Ganze schon ein wenig salzen und pfeffern, während es anbrät. Wenn das Ganze 5 Minuten angebraten ist, können wir das mit unserer Gemüsebrühe ablöschen.
Jetzt ist wichtig, dass man einmal noch einen Deckel auf den Topf legt. Dann warten wir einmal, bis das Ganze kocht. Und dann könnt ihr es kleiner stellen, auf kleinerer Hitze. Und dann muss es einmal 15 Minuten kochen. Während unsere Suppe kocht, können wir uns um die Pumpernickelbrösel kümmern. Hierfür zerbröseln wir einfach unser Pumpernickel in kleine Bröckchen in der Pfanne. Wer jetzt keinen Pumpernickel mag, kann auch einfach auf Brot zurückgreifen. Da eignet sich vielleicht auch ganz hervorragend Brot vom Vortag, was man vielleicht nicht mehr so gerne essen mag oder was vielleicht ein bisschen trocken geworden ist. Das kann man einfach in Würfel schneiden und auch in der Pfanne anrösten. Dann hat man quasi seine Croutons für die Suppe selbst hergestellt. Dann könnt ihr einen Esslöffel Butter hinzufügen. Und das Ganze schön knusprig in der Pfanne anrösten. Wenn das Ganze dann schön angeröstet ist, legt am besten einfach in einer kleinen Küchenschale ein kleines Küchentuch aus und füllt die Brösel einmal um. Dann brauchen wir für unsere Pumpernickelbrösel ein paar Zitronenzesten oder so ein wenig Abrieb. Den können wir einfach direkt hier über diese Brösel in diese Schale reiben. Sieht auch immer ganz nett oben nochmal aus, bringt ein bisschen Farbe mit ins Spiel. Die Kohlrabi-Suppe an sich hat ja selbst nicht ganz so viel Farbe. Dann können wir die Zitrone halbieren, pressen noch ein wenig Saft raus. So, das reicht schon, gar nicht zu viel. Ein bisschen damit beträufeln. Das Ganze vermengen. So, dann haben wir hier einmal noch frischen Petersilie. Davon nehmen wir uns noch so einen kleinen Zweig. Einfach zusammen in der Hand. Holen uns einfach eine Schere dazu und schneiden ihn in groben Stückchen in die Schüssel. So, das reicht schon. Und so zur Seite stellen. Das nehmen wir dann später als Garnitur. Dann schauen wir mal in den Topf. Das sieht schon super aus. Da gucken wir einfach mal mit einem Schälmesser so reinpieksen in das Gemüse und man sieht schon, es fällt von alleine ab. Das ist ein Zeichen, dass es gar ist und wir können die Suppe pürieren. Wenn ihr die Suppe fein püriert habt, dann könnt ihr nun die Sahne hinzugeben. Und von eurer angefrorenen Zitrone gebt ihr noch ein wenig Zitronensaft hinzu. Das Ganze verrühren. Und abschmecken. Ich würde jetzt einfach noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazugeben. Ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer am Ende ist immer noch mal ganz lecker. Einmal verrühren. Und dann ist die Suppe perfekt. Als kleinen Farbtupfer würde ich jetzt einfach noch mal ein bisschen Zitronenabrieb hier oben dazugeben. Dann kommt die leuchtend gelbe Farbe noch mal zur Geltung. Und schon ist unsere Kohlrabi-Cremesuppe in unter 30 Minuten hergestellt. Ich probiere jetzt mal einmal ganz kurz. Und ich muss sagen, mit dem gerösteten Pumpernickel und dem frischen Abrieb von der Zitrone gibt es nochmal einen ganz besonderen Geschmack, vor allen Dingen durch die Zitrone auch sehr fruchtig.
Und ich finde, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachkochen und probiert die Suppe einmal aus.